Hallo, mein Name ist Mario Deuser und heute möchte ich euch MD Lambda View und vor allem die Geschichte dahinter etwas näher bringen. Ich denke, ich hole mal ein bisschen aus und gehe zurück in die Anfänge, wo ich das erste Mal versucht habe, einen Vergaser einzustellen. Das war damals an meiner Triumph TR6 und das habe ich vorrangig gemacht mittels sogenannten Popometer. Das heißt, im weitesten Sinne, ich habe das nach Gefühl gemacht, habe aber damals trotzdem schon mit einem Edding mir Striche an den Gasgriff gemacht, um nachvollziehen zu können, in welchem Bereich der Vergaserschieber sich gerade befindet. Das hat mehr oder weniger gut funktioniert und darum habe ich mich dann später entschlossen, mir ein Lambda-Messgerät von der Firma Innovate zu kaufen mit zugehöriger Bosch Breitbandsonde. Und in der Anzeige kann man dann sehr schön sehen, welchen Zustand die Verbrennung im Motor gerade hat, ob es zu mager oder zu fett läuft. Ich musste damals aber trotzdem, auch bei Verwendung dieses Gerätes, mir Striche an den Gasgriff machen, um die jeweilige Vergaserstellung und den jeweiligen Lambda-Wert zueinander zu bringen. Das Problem bei dieser ganzen Geschichte ist, dass man nebenbei auch noch fahren und auf den Verkehr achten muss. Das heißt, man muss die Stellung des Gasgriffs ablesen, man muss den Lambda-Wert ablesen und man muss sich die beiden Werte merken und irgendwo anhalten und sie am besten aufschreiben, weil sonst vergisst man es wieder. Und das muss man dann am Ende für alle benötigten Bereiche des Vergaserschiebers durchführen. Und ganz spannend wird es, wenn man den Vergaser bei Volllast einstellen möchte. Da muss man nämlich wie ein Geisteskranker über die Autobahn fahren und gleichzeitig noch den Lambda-Wert ablesen. Den Gasgriff kann man sich dann sparen, weil der ist sowieso auf Vollgas. Aber da das alles relativ kompliziert und auch ein bisschen gefährlich ist, habe ich mich vor längerer Zeit entschlossen, mir meinen ersten Datenlogger zu bauen. Das ist dieses Gerät. Hier vorne ist ein Display. Hier hinten kann man schön die 4 Saugnäpfe erkennen. Damit habe ich das auf dem Tank befestigt. Hier ist das Anschlusskabel und hier unten ist der Einschub für eine SD-Karte. Und dieses Gerät hat gleichzeitig die Drosselklappenstellung von dem damaligen Motorrad, die Drehzahl und den Lambda-Wert gelockt und permanent auf eine SD-Karte geschrieben. Die Werte aus der SD-Karte konnte man dann nach Excel exportieren und da konnte man sehr schön Tabellen und auch sogar 3D-Diagramme, die so ein gewisses Feeling eines Fuel Maps erzeugt haben, erstellen. So, und weil das so ein Haufen Geraffel ist, was man dann irgendwo am Motorrad unterbringen muss und mir das eigentlich zu viel war und auch wenn ich gerne eine permanente Überwachung der Lambda-Werte haben möchte und aber nicht ständig dieses Gerät am Motorrad haben möchte oder im Auto, weil es einfach nicht schön ist, habe ich mich entschlossen, MD Lambda View zu entwickeln. MD Lambda View ist diese kleine Box und in dieser kleinen Box ist eine Elektronikplatine zur Ansteuerung und zum Auslesen der Lambda-Sonde, zur Ermittlung der Drehzahl, zur Ermittlung der Drosselklappen bzw. Vergaserschieberstellung, wobei es zur Drosselklappen- und Vergaserschieberstellungsermittlung noch ein bisschen mehr bedarf, aber da komme ich in einem anderen Video drauf zurück. Und
als kleines Gimmick wird hier noch die Bordspannung mit gelockt. Und es befindet sich an diesem kleinen Gerät kein Steckplatz für eine SD-Karte, weil die Daten über ein Webinterface direkt an ein digitales Endgerät gesendet werden. Das kann sein euer Handy, das kann sein ein Tablet, aber das kann auch sein ein herkömmlicher Computer oder ein Notebook, sofern diese Geräte WLAN-fähig sind. So, jetzt lasst uns noch schnell über die Anschlussmöglichkeiten am AMD Lambda View sprechen. Und zwar haben wir hier vorne zwei Steckerleisten. Das ist eine 10-fach Steckerleiste und eine 4-fach Steckerleiste. Und hier hinten haben wir noch einen relativ kleinen Stecker für die RGB-LED. Ich fange mal hier vorne bei der 10er Steckleiste an. Da haben wir diesen Kabelbaum. Auf der einen Seite, das ist die Seite, befindet sich der Anschlussstecker für AMD Lambda View. Auf der anderen Seite haben wir einmal den Anschlussstecker für die Lambda-Sonde und natürlich Spannungsversorgung. Rotes Plus und Schwarz ist Minus. Der Spannungsbereich beträgt 9 bis 15 Volt. So, dann haben wir hier, das ist relativ lang, das ist ungefähr 1 Meter. Das ist das Anschlusskabel für die Sensorik. Und zwar haben wir hier einmal den 4-poligen Stecker für die AMD Lambda View Box. Und da haben wir einmal gelb. Gelb ist für die Ermittlung der Drehzahl, und zwar wird dieses Kabel direkt an Klemme 1 an der Zündspule angeschlossen. Das geht aber nur für normale Transistor- oder Unterbrecherzündung. Wenn wir eine TCI-Zündung haben, da müsst ihr einen speziellen Zündadapter nehmen. Da gehe ich aber auch noch in einem anderen Video drauf ein. So, und dann haben wir hier noch die 3 Anschlusskabel für den Drosselklappen- oder Vergaserschiebersensor. Wir haben einmal hier Versorgungsspannung plus 5 Volt. Wir haben einmal die Signalleistung, die Leitung, die zurückgeht zu AMD Lambda View, und schwarz haben wir hier die Masse. So, und dann gibt es noch, das ist gerade runtergefallen, dann gibt es noch dieses Kabel, und das ist eins der Besonderheiten, also ein Special Feature von AMD Lambda View. Das ist eine RGB-LED. Damit kann ich theoretisch alle Farben darstellen, und das Kabel ist auch 1 Meter lang. Und hier am Ende sehen wir diesen kleinen Stecker, der dann hier an der Rückseite der AMD Lambda View Box eingesteckt wird. Und so wie ich dieses Kabel installiere, sehe ich permanent anhand von 4 einstellbaren Farbbereichen, nämlich Blau, Grün, Gelb und Rot, wie die Verbrennung in meinem Motor ist. Standardmäßig ist es so eingestellt, dass alles, was unter 0,85, also unter einem Lambda-Wert von 0,85 ist, leuchtet die LED blau. Von 0,85 bis 0,93 leuchtet die LED grün. Danach bis zu einem Wert von Lambda 1 gelb. Und alles, was oberhalb von Lambda 1 ist, wird mit Rot angezeigt. Natürlich könnt ihr die Bereiche in der Web-Oberfläche auf eurem digitalen Endgerät anpassen, aber das habe ich jetzt erstmal als Standardwerte hinterlegt, und im Endeffekt seid ihr frei, euch das selbst einzustellen. So, und das soll es für heute erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.